Hallo liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, dieses prachtvolle fünfeckige Drachentuch mit mir zu häkeln. Ich habe zwei dreifädige Bobbel kombiniert, die beide nicht mehr ganz vollständig waren. Vom Bobbel Adeva hatte ich noch ungefähr 900 Meter und vom Bobbel Otis noch ungefähr 600 Meter. Für die stolze Spannweite von mehr als 2 Metern und einer Länge von mehr als 90 Zentimetern habe ich also ca. 1500 Meter Garn verbraucht. Nähere Infos zum Material und wo ihr es bestellen könnt, findet ihr wie immer auf der Materialseite im Anfangsbereich des Videos sowie in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch wie immer viel Freude beim Nacharbeiten. Für dieses prachtvolle Tuch habe ich zwei dreifädige Bobbel von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei kombiniert. Vom Bobbel Adeva hatte ich noch ungefähr 900 Meter und vom Bobbel Otis noch ungefähr 600 Meter. Ihr könnt natürlich den oder die Bobbel in beliebiger Lauflänge bestellen. Bei 1500 Metern wird das Tuch ca. 200 x 90 cm groß. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mir diese Bobbels zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden oder, wenn gewünscht, auch mit Alpaka-Faden in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne mit der dunkelsten Farbe des Bobbels und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und häkle 5 Luftmaschen. Und diese schließe ich mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen und häkle in den Ring hinein weitere 8 Stäbchen, sodass wir insgesamt 9 Stäbchen haben, inklusive Ersatzstäbchen. Den Faden führe ich hinten mit, damit wir den Ring später zusammenziehen können. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 9 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden. Ich häkle 5 Luftmaschen. 3 davon zählen als Stäbchen, 2 für den Abstand und häkle in dieselbe Masche, wo diese 5 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. Somit ist ein V entstanden.
Ein V besteht aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen. Wir überspringen eine Masche und häkeln wieder ein V, bestehend aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und noch einem Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt haben wir 2 V. Wir holen einen Umschlag, lassen eine Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Es gehen sich 5 V aus, wieder eine Masche auslassen, ein V häkeln, also immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und das letzte V kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Sodass wir 1, 2, 3, 4, 5 Vs insgesamt haben. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln in dieses erste V hinein wieder ein V. Wir starten mit 5 Luftmaschen und häkeln ins V, in die Lücke, ein Stäbchen. Dann häkeln wir auf diese beiden Stäbchen, die vorhanden sind aus der Vorreihe, ein Stäbchen drauf, also 2 Stäbchen nebeneinander. Dann häkeln wir ins V hinein wieder ein V, also ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Hier seht ihr die 2 Stäbchen aus der Vorreihe, auf die kommt je ein Stäbchen drauf. Dann folgt wieder ein V ins V hinein. Zwei Stäbchen. Ein V. Zwei Stäbchen. Und beim letzten V machen wir es so, wir häkeln zuerst ein Stäbchen in die Lücke, dann 2 Luftmaschen und dann suchen wir uns die dritte Luftmasche von unten und da häkeln wir das letzte Stäbchen hinein. Wir haben jetzt ein V, 2 Stäbchen, ein V, 2 Stäbchen, ein V, 2 Stäbchen, ein V, 2 Stäbchen, ein V. Und wir wenden. Und die Reihe beginnt immer mit einem V. Das erste V besteht aus 5 Luftmaschen. 3 zählen als Stäbchen, 2 als Abstand und in die Lücke ein Stäbchen. Jetzt haben wir hier aus der Vorreihe 4 Stäbchen, da häkeln wir jeweils ein Stäbchen auf jedes vorhandene Stäbchen, also 4 Stäbchen nebeneinander. Dann folgt wieder ein V. Ein V besteht immer aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen.
die 4 Stäbchen, die vorhanden sind, häkeln. Ein V in die Lücke. Vier Stäbchen. Ein V in die Lücke. Vier Stäbchen. Und bei der letzten Lücke machen wir es so: ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und wir suchen die dritte Luftmasche von unten und da häkeln wir das letzte Stäbchen hinein, sodass wir einen schönen Rand bekommen. Das Ganze sieht jetzt so aus: wir haben am Anfang ein V, 4 Stäbchen, ein V, 4 Stäbchen, ein V, 4 Stäbchen, ein V, 4 Stäbchen, ein V. Wir wenden die Arbeit, wir starten wieder mit 5 Luftmaschen und häkeln ein Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir aus der Vorreihe 6 Stäbchen, die zusammengekommen sind, und wir häkeln jetzt immer 6 Stäbchen. Und in die Lücke ein neues V. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Und jetzt folgen wieder 6 Stäbchen, ein V, 6 Stäbchen, ein V, 6 Stäbchen, ein V. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Das Ganze muss jetzt so aussehen. Wir haben am Anfang ein V, dann 6 Stäbchen, ein V, 6 Stäbchen, ein V, 6 Stäbchen, ein V und auch am Ende 6 Stäbchen und ein V. Das Tuch bekommt also 5 Ecken, 1, 2, 3, 4, 5 und 4 Kanten, 1, 2, 3, 4. Diese 5 Reihen waren die Basisreihen des Tuchs, die werden ab sofort nicht mehr wiederholt, die brauchen wir als Grundlage und ab jetzt beginnt der Mustersatz und der Mustersatz beginnt mit einer Rückreihe. Und wir starten auch hier mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke, also mit einem V. Jetzt haben wir 8 Stäbchen aus der Vorreihe und die häkeln wir als Reliefstäbchen von vorne. Das heißt, wir stechen um das Stäbchen herum und häkeln ein Stäbchen. Nicht in den Kopf, sondern vor dem Stäbchen einstechen, hinter dem Stäbchen herauskommen und ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir mit allen 8 Stäbchen so.
bis zur Lücke hin. 8 Reliefstäbchen von vorne. Und dann ins V kommt immer ein neues V. Das bleibt immer gleich. Und das V besteht immer aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen. Und jetzt häkeln wir wieder 8 Reliefstäbchen von vorne. Und in die Lücke ein V. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Und auch hier ganz wichtig, in diese letzte Lücke muss noch ein V hinein. Und wir wenden die Arbeit, das ist die Vorderseite des Tuchs, und wir starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir 10 Stäbchen, die zusammenkommen, diese 8 Reliefstäbchen plus diese 2 aus der Vorrunde. Und wir häkeln jetzt kleine Nöppchen. Wir holen einen Umschlag, stechen in den Maschenkopf ein, holen den Faden einmal durch, ein Umschlag, holen den Faden ein zweites Mal durch. Wir maschen alle ab bis auf 2 und dann die letzten 2. Ein Umschlag, den Faden einmal durch, ein Umschlag, den Faden zweimal durch, alle Fäden abmaschen bis auf 2 und dann die restlichen 2. Und es ergeben sich 10 solche kleinen Nöppchen pro Kante und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wir haben ein V, dann 10 solche Nöppchen und immer in die Lücken kommt ein neues V, bestehend aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Und wir häkeln wieder 10 Noppen und immer in die Ecken ein V. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe mit einem V in die letzte Lücke beendet und ich wende die Arbeit, starte wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und ich häkle jetzt auf jeden Maschenkopf ein Stäbchen. Es ergeben sich 12 Stäbchen, 10 über den Noppen und 2 sind in der Vorreihe dazugekommen. Also insgesamt 12 Stäbchen und in jede Ecke wie gewohnt ein V. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe beendet. Wir wenden die Arbeit, starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und wir häkeln wieder eine Reihe mit Stäbchen und diesmal ergeben sich pro Kante 14 Stäbchen und in die Ecken immer ein V
wie gewohnt und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe mit einem V beendet, wie immer. Und das waren schon die 4 Musterreihen. Der Mustersatz beginnt jetzt von neuem. Ich mache alle 4 Reihen ein weiteres Mal mit euch. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wie immer mit 5 Luftmaschen, einem Stäbchen in die Lücke und wir häkeln jetzt wieder lauter Reliefstäbchen von vorne. Es ergeben sich 16 Reliefstäbchen von vorne, in jede Lücke wieder ein V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die erste Musterreihe beendet. Die zweite Musterreihe beginnt wie alle anderen mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt folgen lauter Zweiernoppen, auf jedes Stäbchen eine Zweiernoppe und es ergeben sich 18 Zweiernoppen, 8 mehr als im vorherigen Mustersatz. Und in die Ecken immer ein V wie gewohnt und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir wenden die Arbeit und die dritte Musterreihe beginnt auch immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und die besteht nur aus Stäbchen. Pro Kante ergeben sich 20 Stäbchen, in jeden Maschenkopf ein Stäbchen und in die Ecken immer ein V und auch am Ende der Reihe ein V und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die dritte Musterreihe beendet. Auch am Ende der Reihe nicht vergessen, brauchen wir immer ein V. Und wir wenden und die vierte Musterreihe besteht ebenfalls aus Stäbchen. Wir beginnen wie üblich mit dem V und häkeln wieder auf jeden Maschenkopf ein Stäbchen und in dieser Reihe ergeben sich 22 Stäbchen pro Kante und in alle Ecken immer ein V häkeln und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben den Mustersatz jetzt 2-mal gehäkelt und ich wiederhole den Mustersatz weitere 8-mal, sodass wir insgesamt 10 Mustersätze haben. Die Basisreihen werden dabei nicht mitgezählt. Wenn ihr die Reihenanzahl insgesamt zählen wollt, dann sind es inklusive der Basisreihen 45 Reihen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Mein Tuch sieht mittlerweile so aus. Ich habe 10 Mustersätze vollständig gehäkelt. Inklusive der Basisreihen sind es 45 Reihen.
Und von den Maschenzahlen her, ich habe jetzt zwischen den Vs eine Anzahl von 86 Stäbchen. Diese Zahl muss passen. Sollte euch irgendwo einmal ein Stäbchen abhanden gekommen sein, macht ihr 2 Stäbchen in eine Masche. Also ihr müsst die Zahl ausgleichen, sodass wir jetzt im Moment 86 Stäbchen zwischen den Vs haben. Also die Stäbchen der Vs werden dabei nicht mitgezählt. Und wir wenden die Arbeit und wir brauchen jetzt noch eine Reihe vom 11. Mustersatz und das ist eine Reihe mit Reliefstäbchen. Sie startet wie immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke und wir häkeln lauter Reliefstäbchen von vorne, so wie ihr es schon kennt. Das machen wir die ganze Reihe so. Alle Zunahmen machen wir weiter und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe mit den Reliefstäbchen gehäkelt, habe das Tuch bereits gewendet und wir starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir überkreuzte Stäbchen, immer über 2 Maschen. Wir holen einen Umschlag, lassen eine Masche aus und häkeln ein Stäbchen in die zweite Masche und dann häkeln wir ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Wir holen einen Umschlag und hier gut schauen, immer die nächsten beiden freien Stäbchen verwenden. Nicht aus Versehen in eine Masche häkeln, wo schon ein Stäbchen drin ist. Wir lassen eine Masche aus, häkeln ein Stäbchen und häkeln dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche, also quasi rückwärts. Das sieht so aus. Und wie gesagt, immer schauen, dass ihr die nächsten beiden freien Maschenköpfe verwendet. Und das machen wir bis zur nächsten Ecke und es ergeben sich genau 45 überkreuzte Grüppchen und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe 45 Zweiergruppen erhalten, bin bei der Lücke angekommen, direkt bei der Lücke. Hier häkeln wir wie gewohnt ein V, bestehend aus einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen und starten wieder mit den überkreuzten Stäbchen. Und an jeder Kante ergeben sich 45 Zweiergruppen und immer die Zunahmen wie gewohnt weitermachen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf allen Kanten 45 Zweiergrüppchen auch am Ende der Reihe das V wie gewohnt machen. Und wir wenden und wir starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir hier ein einzelnes Stäbchen, da häkeln wir ein Stäbchen drauf. Und dann kommen die überkreuzten Gruppen und wir häkeln auf jede Gruppe wieder eine Zweiergruppe aus 2 überkreuzten Stäbchen.
und es ergeben sich wieder 45 Zweiergruppen und an der Ecke sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen. Hier seht ihr das V aus der Vorreihe. Wir häkeln auf das Stäbchen ein Stäbchen drauf, dann häkeln wir ein neues V in die Lücke, dann wieder ein Stäbchen auf das vorhandene Stäbchen und dann wieder unsere 45 Zweiergruppen. Und das machen wir bei allen Kanten gleich und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Auch hier bleibt ein einzelnes Stäbchen übrig, da häkeln wir ein Stäbchen hinein und dann unser letztes V, wie gewohnt. Und wir wenden die Arbeit und starten wieder mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir hier 2 Stäbchen aus der Vorreihe, da häkeln wir jeweils ein Stäbchen drauf und dann beginnen wieder die überkreuzten Stäbchen. Die Anzahl der Gruppen bleibt immer gleich, immer 45 Zweiergruppen. Nur diese Anzahl hier steigt. Ich zeige euch das bei der nächsten Ecke noch einmal. Willkommen zurück, ich habe wieder 45 Zweiergruppen gehäkelt und auf diese beiden einzelnen Stäbchen häkle ich wieder 2 einzelne Stäbchen. Und dann unser V. Wieder 2 einzelne Stäbchen und wieder die 45 Zweiergruppen und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen und auch hier bleiben 2 einzelne Stäbchen übrig. Und dann häkeln wir unser V wie gewohnt. Und wir wenden. Und jetzt geht das immer gleich weiter. Wir starten wieder mit 5 Luftmaschen, häkeln ein Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir hier 3 Stäbchen, bevor die Gruppen beginnen, und wir häkeln auf jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen drauf. Das heißt, in jeder Reihe kommt jetzt in den Randbereichen ein Stäbchen dazu und die Anzahl der Gruppen bleibt immer gleich. Und in der nächsten Reihe sind es dann 4 Stäbchen, dann 5, dann 6 und so weiter. Und das machen wir, bis das Tuch die gewünschte Größe erreicht hat, beziehungsweise bis der Bobbel beinahe aufgebraucht ist. Dann behäkeln wir noch die Halskante und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück.
Ich habe jetzt noch ca. 20 Gramm des Bobbels übrig. Ich habe mit einer Hinreihe geendet. Wir befinden uns auf der schönen Seite. Hier seht ihr diese schönen Ecken, die da entstanden sind. Und wir häkeln auf der Halskante weiter. Und ich mache hier nur noch eine Reihe fester Maschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und ich häkle um jedes Randstäbchen herum 3 feste Maschen. Ich springe in die nächste Lücke und häkle wieder 3 feste Maschen. Immer von Lücke zu Lücke springen und 3 feste Maschen häkeln. Auch hier in der Mitte des Tuchs, wo wir begonnen haben, könnt ihr in diesen Ring hinein 3 feste Maschen häkeln und den Faden ein Stück weit überhäkeln, dann ist er gleich versorgt. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und unser wunderschönes Drachentuch ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieses prächtigen Drachentuchs und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.